Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Mit Kevin De Bruyne haben wir die erste Spieler-SBC in EA FC 24 und wir schauen uns KDB gemeinsam an und gehen dann auch in die SBC-Lösung. Der Spieler kostet euch aktuell circa 85.000 Coins, das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen, und ob der Spieler sich dann auch wirklich für euch lohnt, das müsst ihr am Ende wirklich auch für euch entscheiden. Ich kann euch so ein paar Fakten mitgeben, aber am Ende liegt es an euch, ob ihr wirklich am Start, wir haben heute ja noch den ersten Tag zum Release, ob ihr euch wirklich eine Karte leisten möchtet, die nicht viel besser ist, vielleicht sogar ein bisschen schlechter als seine Goldspielerkarte. Und das ist schon jetzt viel vorweg gesagt, denn die Karte sieht phänomenal aus vom Design. Ich mag es, und das ist wahrscheinlich auch aus der Wolfsburger Zeit die Karte. Hier steht jetzt kein Text mit dabei. Ich gehe mal stark davon aus, dass es aus seiner Bundesliga-Zeit ja, ein Bild generiert ist. Aus Lizenzgründen dürfen sie natürlich nicht darauf zugreifen. Also das Design wirklich wieder 10 von 10 oder 11 von 10, finde ich echt nice. Könnt ihr gerne mal was in die Kommentare dazu schreiben, wie ihr es findet. Und wie ihr es findet, dass vielleicht auch so eine teure Karte vielleicht als erste SBC kommt, würde mich auch interessieren. Ich denke, wir hatten mal Zeiten, ich glaube 22, da haben wir mit so kleinen SBCs angefangen, mit einer OTW, nee, doch, die ist natürlich jetzt in diesem Teil leider nicht mehr gibt, aber die waren dann halt erschwinglich für jedermann, und das ist mir ein bisschen zu teuer, wenn wir ja wirklich auf den Preis zu sprechen kommen. Dass er gut aussieht, das sehen wir. Er verliert einen Stern beim schwachen Fuß, somit hat er nicht mehr 5 Sterne schwacher Fuß, das kann ich hier schon mal direkt sagen. Außerdem haben wir ja plus 8 Pace, wenn wir uns die Stats anschauen. Das ist natürlich der das Pace C mag. Ich weiß noch nicht, ob es so die Meta ist, so schnelle Spieler zu haben. Vermutlich wieder ja. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Er gewinnt auch in der Defensive circa plus 5 gegenüber seiner Goldspielerkarte. Und aber man muss sagen, er verliert Physis, er verliert ein bisschen Schießen und vor allem ein bisschen Dribbling. Also die Karte ist dann wirklich ein bisschen besser geeignet, vielleicht auf der ZM und nicht ZUM ja, Spielerversion. Und viel mehr zu den Spielstilen kann ich jetzt nicht sagen, wie er sich da geändert hat. Wir können vielleicht mal in die Karte ja, gegenhalten, ob er noch da zusätzliche Spielstile dazu bekommen hat. Das würde mich ja natürlich auch interessieren. Okay. Okay, nein, keine Änderung. Beide 6 Spielstile und keine Veränderung. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das in der Zukunft dann auch öfters mal gemacht wird. Dass er zum Beispiel hier vielleicht noch irgendwie was dazu gewinnt. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Und hier sehen wir ja den Stats im Vergleich. Klar sieht diese Karte vom Design wirklich 20 Mal besser aus. Und am Anfang sind Spezialkarten auch ja eine Rarität. Ja. Aber ehrlich gesagt, habt ihr Bock auf KDB, würde ich euch nicht empfehlen. Probiert erstmal die Goldspielerkarte, die ihr dann eventuell auch dann wieder verkaufen könnt. Vielleicht sogar wertsteigernd. Und diese Karte, die ist halt bei euch fest im Verein, und ihr habt sie, bis ihr dann irgendwann mal in eine SBC gibt. Okay, dann würde ich sagen, meine kleine Einschätzung dazu. Also wenn ihr wirklich Bock auf KDB habt und sagt, okay, ich bin ein absoluter Fan von ihm, dann macht diese Karte für ca. 85.000 Coins. Ihr müsst sie aber nicht machen. Bin ich ganz ehrlich, da wird auch der Goldene reichen, und ja, dementsprechend von mir keine klare Kaufempfehlung, sondern einfach nur, sieht geil aus. Wenn ihr Fan seid, holt es euch. Ansonsten eher nicht. Okay, die erste SBC, wir haben 2 an der Zahl. Ich guck mal, Prime Electrum Profis Pack und ein seltenes Gold Profis Pack. Immerhin sind sie tradable, hoffe ich doch. Nicht, dass da sich noch irgendwas dahinter versteckt hat. Sind eigentlich auch ganz okay. Also ich glaube so 15.000 Coins nochmal an Packs nimmt man dann auch gerne mit. Aber man darf es sich auch auf keinen Fall schönreden.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten SBC, die circa 30.000 Coins kostet. Die Bedingungen sind wie folgt, dass wir einen City-Spieler brauchen, eine Teamgesamtbewertung von 86 und 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Dann würde ich sagen, let's go, Abfahrt. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Schauen wir uns nun die nächste an, Premier League, mit den Bedingungen, dass wir ja einen Premier League Spieler brauchen, eine Teamgesamtbewertung von 87 und 11 Spieler, das ist natürlich auch klar. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Der Preis für diese SBC beläuft sich auf ca. 50.000 Coins. Let's go. Da waren wir noch nicht durch. Froms. Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Für ca. 80.000 Coins ist dann, ja, KDB Flashback Version euer. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist das jetzt die erste richtig, ist das ist das eine gute erste SBC zum Start von einer neuen Ära? Ich meine, KDB, klar, ist ein super Mann, gar keine Frage an seinen Legendenstatus quasi schon. Aber ich hätte mir vielleicht eine erschwinglichere Karte geholt, denn ich glaube, niemand der Normalsterblichen oder die nicht Packlack hatten, die haben jetzt einfach noch nicht die Coins, denn dann hast du vielleicht nur diesen einen Spieler und das war's im Team. Und naja gut, man hat ja 6 Tage Zeit, aber ich sehe es nicht so ganz. Das ist meine kurze Einschätzung, aber trotzdem ist eine gute erste SBC, die man, wenn man wirklich richtig Bock drauf hat, mitnehmen kann, aber wie gesagt, kein Muss. Das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, gerne liken, gerne kommentieren und falls ihr es noch nicht gemacht habt und zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, dann auch gerne kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, peace.